sind Christopher und Andrea. Im letzten Teil haben wir es trotz einiger Schwierigkeiten nach Uschkuli im Großen Kaukasus geschafft. In diesem Teil nehmen wir euch mit in die fantastische Region im Herzen Svanetiens. Ja, hier ist so eine Hundegang, die liegt unter unserem Auto und die fighten immer miteinander. Aber so zu Menschen sind die total lieb. Also nur so untereinander knurren die sich ganz schön an. Unterm Auto schallt das immer ganz schön laut. Das war gestern Abend auch schon. Ja, die streiten immer um das eine Mädel, so wie das aussieht. Das sind nämlich, die Großen sind beides Rüden, knurren sich, aber sie kämpfen nicht. Sie knurren sich immer nur gegenseitig ganz böse an und zeigen die Zähne. Und streiten, glaube ich, um das eine kleine Mädel da. Aber die sind so, zu Menschen sind die wirklich total lieb. Wir wandern jetzt ein bisschen in den Canyon hier. Nochmal ein bisschen die Sonne noch nutzen, solange es noch hell ist. Ein bisschen Richtung Gletscher, ich glaube, da sind ein paar, ne? Ja, genau. Du kannst hier rein in den Canyon und dann kommt dann nachher ein Gletscher. Ich weiß den Namen nicht genau, aber da ist auf jeden Fall einer. Wie heißt der Gletscher nochmal? Stand da? Der Shkahara-Gletscher. Der Shkahara-Gletscher? Shkahara. Der Shkahara-Gletscher, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall der Gletscher, der hier bei Uschkuli ist. Wenn man in den Canyon reinfährt. Man könnte auch hinfahren. Also wir wollen aber lieber ein bisschen wandern. Wir müssen uns auch ein bisschen bewegen. Aber ich glaube, man kann fast bis zur Gletscherzunge irgendwie fahren. Da vorne müsste auch noch ein kleines Häuschen sein. Sieht man auch schon. Sieht man das schon? Echt cool. Dieses kleine grüne Ding da. Ja, du hast gute Augen. Tja. Echt? Ich sehe das gar nicht. Da unten. Da. Ach, jetzt, ja, kleines. Okay. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen, bevor die Sonne untergeht. Wird schon ordentlich kalt jetzt langsam. Aber wir haben noch eine Stunde bis zum Sonnenuntergang. Ist ordentlich abgetaut, ne? Ja, es ging fix. Aber jetzt können wir erstmal zum Zagari-Pass fahren. Da sind wir ja von der anderen Seite schon mal hochgefahren und sind nicht weitergekommen. Und jetzt probieren wir es einfach mal von der anderen Seite. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen Langlauf-Ski fahren. Aber so wie es hier aussieht, eher schlecht.
Ja, reicht noch nicht zum Langlauf. Aber der Winter ist ja noch lang. Also wir werden jetzt hier mal ein bisschen wandern gehen. Wir werden das Auto abstellen und werden jetzt den Zagari-Pass und die umliegenden Berge hier nochmal ein bisschen lang wandern. Und dann danach wieder zurück nach Uskuli fahren. Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt vom Zagari-Pass auf 2600 Meter. Und wie man sieht, sieht man nicht viel, weil genau gerade eben ist eine Wolke reingezogen. Nachdem wir jetzt schon fast eine Woche in Uskuli sind und die Umgebung erkundet haben, zieht es uns noch einmal in das Dorf. Leider ist mittlerweile alles geschlossen, weil die Saison ja schon vorbei ist. Normalerweise kommen Touristen aus der ganzen Welt nach Uskuli, um sich dieses einzigartige Dorf, das sogar UNESCO-Welterbe ist, anzusehen. Normalerweise sind wir sehr froh, wenn nicht so viele Menschen da sind, aber in diesem wirklich schönen und ursprünglich wirkenden Dorf hätten wir uns gerne in ein kleines Familiencafé gesetzt oder auch lokale Spezialitäten probiert. Aber Ende November ist dort alles verlassen und nur noch wenige Touristen verirren sich nach Uskuli. Wir können in den kleinen Gassen einzigartige Eindrücke sammeln und sind froh, diesen doch recht beschwerlichen Weg hierher auf uns genommen zu haben. Nach über einer Woche wollen wir weiter. Es geht wieder zurück auf die abenteuerliche Straße von Uskuli nach Mestia. Wer mehr Aufnahmen von der Straße sehen will, kann in die Videobeschreibung gucken. Dort ist ein Link zu dem Video, das die Abfahrt in voller Länge zeigt. Auch wenn es nicht so aussieht, das war eine der heikelsten Stellen. Selbst die Einheimischen mit ihren 4x4-Taxen sind dort nicht mehr hochgefahren. Dieser Straßenteil ist sehr steil und liegt den ganzen Tag im Schatten. Dadurch ist die komplette Straße gefroren. Eigentlich wäre es vernünftig gewesen, Ketten aufzuziehen. Es würde aber etwa 1 bis 2 Stunden dauern, um alle 4 Ketten anzulegen. Deshalb versuchen wir es ohne, immer in dem Bewusstsein, dass unser Notfallplan ist, einfach geradeaus weiterzurutschen, denn Bremsen ist keine Option. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug ausbricht. Nach Möglichkeit den kleinsten Gang wählen, alle Sperren einlegen und lediglich mit Motorbremse abwärts fahren und dabei nur minimale Lenkbewegungen machen. Hat zum Glück alles geklappt.
So, hier sind jetzt nicht so viele Bäume im Weg. Ja, wir wollten gerade schon den Weg runterfahren. Der war breit genug. Also, ja, eigentlich war er nicht breit genug. Wir haben durchgepasst, aber wir haben uns so doll geneigt, dass wir oben mit dem Koffer leicht schon den Baum touchiert haben. Und ja, deswegen sind wir jetzt mal ein Stück zurückgefahren. Ich glaube, der Weg hier ist einfacher. Ein bisschen geneigt, alles ein bisschen rutschig hier, aber das ist schön. Komisches Gefühl mit so einer dollen Neigung. Ich glaube, da kann man sogar da durchfahren. Ja. Dann kommen wir doch noch zu dem Platz. Ja, kommen wir zu dem Platz, zu dem wir eigentlich wollten. Perfekt. Hier scheint wohl öfter mal was los zu sein auf dem Platz. Hier ist eine kleine Feuerstelle, kleinen Unterstand. Aber gerade sind wir ganz alleine hier. Ist wahrscheinlich auch Saison vorbei. Jetzt wollte ich mal gucken gehen. An der Stelle, an der wir nicht durchgepasst haben. Aber wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die hier es schon mal versucht haben und da oben gegen das Bäumchen geditscht sind. Wir sind ja von Uskuli nach Mestia und dann jetzt den Pass wieder runter und sind jetzt hier in so einem kleinen Waldgebiet, haben hier übernachtet, so auf 1000 Meter Höhe, war richtig schön, super ruhig und werden jetzt auch dann demnächst mal weiterfahren, noch weiter ins Tal Richtung Kutaisi. Wir sind halt immer langsam unterwegs. Jetzt geht es aber wirklich nach Kutaisi und dann zu der heißen Quelle. Bestimmt. Heute schaffen wir das bestimmt. Also wir wollen erst noch einkaufen gehen. Ja, aber das schaffen wir. Also es sind, glaube ich, nur 50 Kilometer von hier, wo wir gerade sind. Aber es versperrt ein Hund unseren Weg. Ein süßer Hund. Tschüss, Kleine. Und tatsächlich schaffen wir die 50 Kilometer bis zur heißen Quelle.
Dem Schwefelgeysir bei Dikashko wird eine heilende Wirkung nachgesagt und er existiert schon seit Hunderten von Jahren. Das Wasser in den Becken hat etwa 38 Grad, auch die Form der Becken ist wirklich einzigartig und perfekt, um dort zu entspannen. Angeblich sollen diese Becken natürlich entstanden sein. Wenn man allerdings genau hinsieht, erkennt man, dass unterhalb der abgelagerten Mineralien Steine angeordnet wurden, die den Becken ihre Form geben. Es ist ein fantastischer Ort und auch den Schwefelgeruch bemerkt man schon nach kurzer Zeit nicht mehr. Ich glaube, das hätten wir uns sparen können mit dem Autowaschen. Das sieht ja schlimmer aus als vorher. Mittlerweile ist schon Ende November und wir werden uns jetzt so langsam auf den Weg machen, um uns auch von Georgien zu verabschieden. Also waren jetzt 2 Monate hier und es ja, wahnsinnig schön und wir wollten halt auch nochmal so ein kleines Resümee geben, wie wir Georgien so finden. Ja, hier fahren gerade ein paar Autos vorbei und Reiter mit Pferden, deswegen sind wir etwas abgelenkt und ziemlich viele Hunde. Ja, ein bisschen passt man da immer so auf, wenn die hier so alle rumlaufen. Ja, dann fangen wir einfach nochmal neu an. Ja, wenn man schon so viel von einem Land gehört hat und man sich so darauf freut und so viele gute, schöne Sachen darüber gehört hat, dann wird man häufig enttäuscht, aber das war hier überhaupt nicht so. Der Weg hierher ist echt lang, also wir tracken immer mit, ich glaube wir sind 4.500 Kilometer. Ja, so ein bisschen über 4.000 Kilometer sind wir gefahren. Also wir sind halt aus Wismar oben im Norden gestartet in Deutschland und dann sind wir über die Schweiz ein bisschen durchgeeiert, wir haben ja Zeit und haben 120 Tage gebraucht, bis wir hier in Georgien sind. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, hier schneller hinzukommen. Und man sollte aber Zeit mitbringen, wenn man nach Georgien will, weil auch wenn das Land klein ist, gibt es hier viel zu entdecken. Also man kann halt auch die Fähren nutzen, also man kann, ich glaube, nach Bulgarien. Also von Burgas fährt eine Fähre und also entweder nach Poti oder Batumi, das weiß ich nicht genau. Ja, die kann man nutzen oder halt jetzt gerade verkehrt sie nicht, theoretisch von Odessa nach Georgien kann man auch fahren mit Fähre und dann könnte man natürlich sozusagen die Türkei so ein bisschen abkürzen und würde halt Zeit sparen, weil da ist man schon sehr lange unterwegs. Ja, aber also es lohnt sich, die Zeit zu investieren. Also wir sind jetzt schon 2 Monate hier und haben noch lange nicht alles gesehen. Also ja, es gibt hier so viel zu entdecken. Genau, wir würden auch noch länger bleiben, aber wir haben so ein bisschen so beide so einen inneren Antrieb, ist schwer zu beschreiben, dass es uns jetzt gerade so ein bisschen weiterzieht. Obwohl es auch schwer ist, sich hier aus dem Land jetzt zu verabschieden. Aber wir haben noch ein paar Pläne und deswegen wollen wir jetzt irgendwie auch mal weiterfahren langsam. Und Türkei ist halt auch schön und wir wollen nicht einfach nur durchfahren wieder und wollen uns auch vielleicht noch mal einen Monat Zeit nehmen und deswegen düsen wir halt jetzt schon langsam wieder in Richtung Westen. Nach so 2 Monaten hat man das Land auch wirklich kennengelernt. Also ja, nicht, also so weit, wie man es in 2 Monaten kennenlernen kann. Ja, haben wir aber schon. Wir haben viel gesehen, hatten Zeit, das stimmt schon. Ja. Zum Beispiel uns mit dem Fahrstil der Leute hier so ein bisschen anzufreunden. Also Christopher ist da sehr schnell drin, wenn er... Ich mag den osteuropäischen Fahrstil allgemein und das ist ja auch so ein bisschen so, geht in die Richtung. Also also es ist auch keiner böse, wenn man mal eine Vorfahrt nimmt. Also man fährt halt rein und der zuerst bremst, muss warten und sowas. Und viel mit Handzeichen wird sich verständigt und... Hupen halt, ne? Hupen ist halt das Zeichen, dass man überholt und... Ist auch recht entspannt. Also wir sind ja auch so durch kleine Orte durchgefahren und wir haben dann halt mit unserem Auto die komplette Straße dicht gemacht, weil dann plötzlich halt 2 Autos standen vor uns und wir sind nicht mehr vorbeigekommen. Konnten wir an sich ja nichts für, weil die dicht geparkt sind und hinter uns war eine Autoschlange. Und dann mussten wir auch mal eine Straße komplett rückwärts wieder lang, alle mussten Platz machen, aber alle total entspannt. Die Leute helfen, die sind sogar losgelaufen und haben versucht, die Leute zu finden, denen das Auto gehörte, damit die da wegfahren. Und also diese Mentalität ist hier irgendwie schon ganz cool, also ja, recht so entspannt. Ja, so beim Auto. Es wirkt im ersten Moment nicht so, glaube ich. Also viele, glaube ich, mögen das nicht, weil das so vorschwebt. Aber ist es eigentlich gar nicht. Ich finde, das ist, ja. Ja, bei den Straßenverhältnissen ist es manchmal auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil dann wirklich dolle Lunken sind. Das ist schlaglich. Also dass man dann so ausweichen muss und von der Straße runterfährt und das dann... ja, also, aber die sind da alle sehr... Ja, oder auch so ein Abhang, das ist halt hier selbstverständlich, dass die Straße dann so weggebrochen ist und dann geht da halt so ein Abhang einfach mal so wirklich 3, 4, 5 Zentimeter neben dem Reifen, geht es halt ganz tief runter. Ja.
Ja, das ist immer spannend, wenn wir dann an sowas vorbeifahren. Dann gucke ich immer aus dem Fenster, oder ja, du ja auch. Ja. Und dann gibt es so 2 Abstufungen. Wenn wir da jetzt abrutschen, sind wir entweder verletzt oder tot. Und dann sagen wir oft einfach nur so, während wir dann fahren, hier aufpassen, hier ist verletzt, hier ist tot. Also so leicht überspitzt. Ja, aber es ist ja wirklich alles gut gegangen. Also wir fahren ja auch an diesen Straßen, die da manchmal weggebrochen sind, da fahren halt auch wirklich große LKW lang, voll beladen mit Sand. Und es wird ja auch schon, man sieht auch ganz viele Straßenarbeiten, auch mit Messgeräten, die prüfen das auch. Aber letztendlich ist es doch die eigene Entscheidung. Man muss halt selber sich überlegen, kann man da langfahren oder nicht. Auch ja. in den Bergen, die Passstraßen. Genau, also da muss man selbst entscheiden, wenn die zugeschneit sind, schaffe ich das, Ja. kann ich das machen, macht mein Auto das? Das sind halt auch weiche Hänge, das geht richtig tief runter. Wenn das Auto in Rutschen kommt, dann rutscht das da runter und es ist vorbei. Also da holt das auch keiner raus. Nee, also zumindest nicht vor dem Frühjahr. Nee. Und da muss man sich das genauer überlegen, ob man das möchte oder nicht. Also wir sind auch öfters umgedreht, weil wir dann halt entschieden haben, nee, das ist uns jetzt einfach zu riskant. Ja, dazu muss man bereit sein. Ja, das muss man hier lernen. Auch so dieses Offroad-Fahren ist hier wirklich viel. Also so viel, wie wir das genutzt haben, hier haben wir es, glaube ich, noch nicht. Also Island damals, als wir das Auto ganz neu hatten, da war ja so das erste Mal, dass wir so Offroad-Erfahrung haben. Ja, aber das war sicher. Also da hat man sich in keinem Moment unsicher gefühlt, weil die Tracks durfte man ja eh nicht verlassen. Und da haben sie auch immer ein Ranger rumgefahren und hat halt geguckt, ob ein Auto liegen geblieben ist. Das passiert hier aber nicht. Also wenn genau, Island ist eigentlich super, um sein Fahrzeug mal kennenzulernen. Ja. Das war ja auch so unsere erste Reise, um das Fahrzeug kennenzulernen. Ja, auch alle Verschränkungen und wir fahren mal durch eine Furt. Und das ist sicher, aber hier ist es halt schon recht extrem, so mit den Straßen. Da muss man sich wirklich sicher sein, was man seinem Fahrzeug zutrauen möchte. Ja, aber wenn man das auch nicht möchte, also so an den ganzen Touristen, also an den Sightseeing-Sachen. Ja, an den Hotspots für so Touristen gibt es ja ein paar, so Chatili zum Beispiel. Genau, da kann man sich am Ort vorher, kann man sein Fahrzeug stehen lassen und kann dann mit so einem Offroad-Taxi den Weg hochfahren. Kann sich da auch eine Unterkunft nehmen für eine Nacht und ich glaube, die Taxen sind auch gar nicht teuer. Nee. Und da muss man nicht selbst fahren. Also deshalb, man muss jetzt nicht unbedingt das Offroad-fähige Fahrzeug haben. Also man kann das auch mit genug Bodenfreiheit sollte man haben. Das sollte man haben, selbst auf den großen Hauptstraßen, wenn die eine Baustelle machen. Das ist keine gut asphaltierte Umleitung. Das ist schon manchmal ganz schön abenteuerliche Straßen. Und also Bodenfreiheit sollte man auf jeden Fall haben, wenn man Georgien besuchen möchte. Genau, aber also so gerade dann diese Bergregionen, die kriegt man halt auch erreicht mit diesen Taxen. Und also das hatten wir in Utah, also Stepantsminda war das, nach Chatili hat es ja und nach Mesja und Uskuli fahren auch Taxen. Da gibt es auch Unterkünfte, die man für eine Nacht, für 2 Nächte buchen kann und dann kann man da wandern gehen. Also es ist schon für jeden was dabei. Ganz cool. Eine Sache, die wir jetzt halt auch hier nicht mehr gesehen haben, ist Tuschetien. Das wollten wir eigentlich auch noch machen. Das ist auch ein recht isoliertes Dorf in den Bergen und das ist im Winter nicht erreichbar. Da leben halt auch, ich glaube, 2, 3 Menschen im Winter, die halt komplett überwintern und die anderen reisen halt ab im Winter und gehen halt alle ins Tal. Und wäre jetzt zu riskant für uns einfach gewesen, die Straße zu fahren. Es ist auch über 1800, 2000 Meter liegt nachher Schnee und die Pässe sind einfach zu gefährlich. Selbst mit Ketten hätten wir uns das da nicht zugetraut. Ja, ist auch recht schmal wohl der Weg und ich glaube auch die Einheimischen fahren dann nachher nicht mehr. Ich glaube, der Ort wird nachher nur noch mit Hubschrauber erreicht, wenn irgendwas ist. Deswegen haben wir das halt gelassen. Auch kein Offroad-Taxi mehr genutzt dafür. Aber wir hatten genug andere Highlights hier. Ja, definitiv. Also die Stellplätze hier sind der Wahnsinn. Also wir stehen hier jedes Mal irgendwie das ist total begeistert. mit einer tollen Aussicht, entweder auf Berge, auf ein Tal, auf einen See oder also es gibt ja einfach so viele schöne Plätze. Und trotzdem stehen wir hier schon zum 2. Mal. Aber es hat den Grund, weil es hier einen Hotpot gibt. Ja, das ist auch so ein Ding hier. Also die Hotpots, die sind hier wirklich super. Gibt es nicht so super viele, glaube ich. Aber das ist egal, die da sind super. Und also das hat mir sehr gefallen. Also der, an dem wir jetzt sind, das ist so eine schöne Badewanne. Also es ist perfekt. Aber auch so die Nationalparks, die sind wunderschön. Wir waren ja im Vaslobani Park. Und der sieht mal wieder ganz anders aus als das Land, so wie uns am Anfang ja versprochen wurde. Das stimmt. Sehr, sehr schön. Auch so in den Bergen, also diese Nationalparks, die sind wirklich schön. Also sehr weitläufig und da kann man sich super drin bewegen, wandern. Die Natur ist halt echt toll, die ist noch richtig gut intakt hier. Das muss man wirklich also nicht nur die Natur, sondern natürlich auch die Menschen sind hier total super. Ja. Denn also wir waren ja auf so einem Weingut und sind da irgendwie in eine Supra gerutscht. Und das war so ein toller Abend, also wir schwärmen davon immer noch.
Die Leute waren total aufgeschlossen und freundlich und haben uns Fragen beantwortet, haben uns Fragen gestellt und es war wirklich sehr herzlich alles. Das Essen war super und der Wein auch. Ja, und so überall so die Menschen. Das war wirklich tolle Begegnung. Auch, weißt du noch, in dem Tal, als wir von dem Pass umdrehen mussten, da saßen wir abends im Van und haben draußen dann Geräusche gehört. Und dann kam so eine Gruppe Jugendlicher an, auf Pferden. Ja, das war cool. Und die haben dann mit uns erzählt und meinten so, ja, sie reiten jetzt hier heute Abend ein bisschen durch die Gegend, wollen ein bisschen in der Natur sein. Ja, die waren noch nicht, die waren so, ich denke mal so irgendwas zwischen 14 und 18, so in der Altersspanne. Und die hat noch erzählt, ja, das machen sie öfters. So, die machen dann ein kleines Feuerchen, reiten dann durch die Berge und das war schon irgendwie cool. Also da ist man stellenweise auch ein bisschen neidisch, so, wenn man so klar, wir kommen aus einer Kleinstadt, aber da ist man nicht mit Pferd irgendwie durch die Wildnis geritten und hat irgendwie ein Lagerfeuer gemacht. Ja, Lagerfeuer haben wir schon gemacht. Ja, aber nicht mit dem Pferd durch die Wildnis geritten. Und das ist schon cool. Und halt so, die Menschen sind halt wirklich offen und nett, so die Begegnung, die wir zumindest hatten. Also das fanden wir auch sehr cool. Ja, überall so. Also egal, wo man jetzt war. Ja, was natürlich auch recht gut ist hier im Land, was für uns natürlich wichtig ist, dadurch, dass wir unterwegs arbeiten, das Internet. Das ist, also, ich weiß gar nicht, ob man es vergleichen kann mit irgendwas. Ich glaube, Schweden hat noch super gutes Internet auch. Ja, aber also Preis-Leistung ist auf jeden Fall Georgien der Spitzenreiter. Ja. Also wir haben hier ja die 13 € für Unlimited Data für 4 Wochen, nee, für einen Monat. Ja. Und es ist überall wirklich, hier an der Stelle ist jetzt nicht ganz so gut. Hier ist so ein bisschen abgelegen, weil wir vom Berg ein bisschen abgeschattet sind. Aber 1 Mbit kriegt man hier trotzdem noch zusammen. Aber sonst ist es eigentlich, das Land ist richtig gut. Also so richtig so ein Traumziel eigentlich für Leute, so, die unterwegs arbeiten. Ja, sag es. Was denn? Ja, sie möchte, dass ich das Wort digitale Nomaden sage, weil ich mag das Wort nicht. Ich mag das auch nicht. Nein, aber wir arbeiten ja nun mal unterwegs. Ja. Und da braucht man das Internet, ist darauf angewiesen und es ist hier wirklich super. Also das ist super ausgebaut. Ein besonderes Highlight für mich ist das Brot. Für mich auch. Warte, ich hole mal eins. Das sieht auch ziemlich cool aus. Kannst du ja mal erzählen, wie das hergestellt Also ist? das wird in so einem Ofen halt so an die Wand geklatscht. Und ja, dann wird das ausgebacken und dann holen sie das halt mit so einem Schürhaken wieder raus und dann kriegt man das halt. Und hier gibt es überall so kleine Buden mit so kleinen Fenstern und da kann man dann Brot kaufen. Das ist so lecker. Deshalb haben wir heute auch nochmal 3 gekauft. Ja, so zum Abschluss, weil wir ja morgen oder übermorgen wahrscheinlich halt rausfahren, weiter in die Türkei. Da gibt es aber auch gutes Brot. Ja, das stimmt. Und ja, deswegen haben wir uns halt nochmal für heute ein bisschen Brot geholt. Ja, bring mal lieber rein. Ja. Es ist nämlich ganz schön kalt hier. Aber deshalb wollen wir auch gleich nochmal in den Hotpot uns ein bisschen aufwärmen und ja, wahrscheinlich den letzten Abend hier genießen.